Guten Tag, liebe Freunde, danke, dass ihr wieder dabei seid. Jura aus Sibirien grüßt euch ganz herzlich. Danke für das Einschalten. In diesem neuen Video möchte ich euch über einige Ereignisse erzählen, die in Russland vor kurzem passiert sind. Jeden Tag passiert in unserem Land etwas Neues und ich versuche interessante Nachrichten zu finden und euch davon mitzuteilen. Also wenn ihr wirklich ein Interesse für das Alltagsleben in Russland habt, bleibt bitte dran. Los geht's! Migranten in Russland. In Russland wurden die Voraussetzungen für den Entzug der Staatsbürgerschaft bei Migranten verschärft. Die Staatsduma hat ein entsprechendes Gesetz in zweiter und dritter Lesung verabschiedet. Künftig kann die erworbene Staatsbürgerschaft entzogen werden, wenn Migranten bestimmte schwere Straftaten begangen haben. Dazu gehören öffentliche Aufrufe zu Terrorismus, dessen Rechtfertigung oder Verherrlichung, ebenso wie geheime Zusammenarbeit mit ausländischen Staaten oder Organisationen zum Nachteil der russischen Sicherheit. Auch wer Gegner Russlands unterstützt, nationalsozialistische Symbole verbreitet oder unrechtmäßig auf kritische IT-Infrastruktur zugreift, kann seine Staatsbürgerschaft verlieren. Weitere Straftaten im neuen Gesetzkatalog sind unter anderem Tötungsdelikte, sexuelle Übergriffe gegen Kinder, Organisation illegaler Migration sowie extremistisch oder terroristisch motivierte Handlungen. Duma-Chef Vyacheslav Volodin erklärte dazu: Russland sollte nur diejenigen als Staatsbürger aufnehmen, die sich an die Gesetze halten, die Kultur und Traditionen achten und die russische Sprache beherrschen. Vizeparlamentspräsidentin Irina Yarowaja ergänzte, dass der Entzug der Staatsbürgerschaft auch rückwirkend erfolgen kann, unabhängig davon, wie lange die Tat zurückliegt. Infektion durch Migranten. In Russland wird über eine verpflichtende Impfung von Arbeitsmigranten gegen eingeschleppte Infektionskrankheiten diskutiert. Den Vorschlag brachte Olga Demitschewa ein, Ärztin und Mitglied des Menschenrechtsrats beim russischen Präsidenten. Demitschewa erinnerte daran, dass es kürzlich in Russland zu einem Ausbruch der Meningokokken-Infektion kam, die durch Arbeitsmigranten eingeschleppt wurde. Zahlreiche Menschen wurden infiziert, einige Fälle endeten tödlich. Sie betonte, diese Krankheit hätte durch rechtzeitige Impfung verhindert werden können. Ein Impfstoff existiert bereits und eine russische Version soll bald folgen. Als weiteres Beispiel nannte sie Masernausbrüche, die aus Ländern eingeschleppt wurden, in denen Kinder nicht geimpft werden. Ihrer Meinung nach muss der Schutz vor solchen Ausbrüchen sowohl durch Impfungen der russischen Bevölkerung als auch durch verpflichtende Impfungen von ausländischen Arbeitskräften gewährleistet werden. Langjährige Ehen. Im Gebiet Krasnojarsk wurde ein ungewöhnlicher Vorschlag gemacht. Langjährige Ehen sollen finanziell belohnt werden. Der Regionalabgeordnete Alexei Boykov schlug vor, Ehepaaren, die seit über 20 Jahren verheiratet sind, bis zu 50.000 Rubel auszuzahlen. Doch das ist nicht alles. Boykov will zudem einen regionalen Orden einführen für Liebe und Treue. Solche Maßnahmen, so meint er, sollen den Stellenwert der Familie stärken und traditionelle Werte fördern. Das Thema Familienförderung steht derzeit landesweit im Fokus. Präsident Wladimir Putin hatte zuvor eingeräumt, dass die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen nicht ausreichen. Er betonte die Notwendigkeit eines einheitlichen Systems, das Familien vom Beginn der Schwangerschaft bis zum 17. Lebensjahr des Kindes begleitet. Der digitale Rubel. Der digitale Rubel stößt in Russland weiterhin auf Skepsis. Und das sogar mehr als noch im Vorjahr. Laut einer aktuellen Umfrage glauben inzwischen 40% der Befragten, dass die digitale Währung keine Vorteile gegenüber Bargeld oder klassischen Überweisungen bietet. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 lag dieser Wert noch bei 31%. Weitere 37% konnten sich gar nicht festlegen und nur wenige sehen überhaupt positive Seiten.
10% nannten erhöhte Sicherheit und Schutz vor Betrug, jeweils 3% sprachen von besserer Kontrolle durch den Staat und mehr Komfort bei Zahlungen. Auf der anderen Seite nannten die Befragten auch konkrete Nachteile. 12% befürchten den Verlust persönlicher Daten, 8% sorgen sich wegen staatlicher Überwachung, 6% sehen ein Problem in der Internetabhängigkeit und 4% empfinden die Technologie als zu kompliziert. Nur 6% der Befragten, wie schon im Vorjahr, sehen keinerlei Nachteile im digitalen Rubel. Die Gesellschaft in Russland teilt sich in zwei Lager. Die einen sehen im digitalen Rubel mehr Sicherheit und Ordnung, die anderen sehen darin vor allem Überwachung und Risiko. Nur 7% der Russen wissen wirklich gut, was ein digitaler Rubel ist. 45% haben davon schon gehört und kennen grob die Idee. 43% wissen kaum etwas damit anzufangen. Die am besten informierte Altersgruppe: junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren. Für die Mehrheit bleibt der digitale Rubel weiterhin ein abstraktes Konzept. Haustiere in Russland. In Russland wird derzeit über die Einführung eines nationalen Registers für Haustiere nachgedacht. Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet, hat die Regierung bereits eine entsprechende Anordnung erlassen. Die Konzeption der neuen Erfassung soll bis Mai 2026 abgeschlossen sein. Beteiligt an der Ausarbeitung sind gleich mehrere Ministerien: das Umweltministerium, das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium, das Landwirtschaftsministerium sowie das Ministerium für digitale Entwicklung. Geplant ist, alle Informationen über Haustiere in ein zentrales staatliches Informationssystem im Bereich Veterinärwesen einzupflegen. Laut dem Umweltministerium soll dies die eindeutige Identifizierung sowohl der Tiere als auch ihrer Halter ermöglichen. Gleichzeitig treten auch neue Einschränkungen in Kraft. Ab dem 1. September ist es in Russland verboten, Haustiere mit an den Strand zu nehmen. Einzige Ausnahme: Blindenhunde. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, die Nachrichten waren euch interessant. Ich hoffe auch, euch geht's gut so im Alltag. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.